Hallo Leute, hier ist wieder der Kai von 10 past 10 und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Sowohl in meinen Kommentaren von euch als auch von Bekannten höre ich oft die Frage, ob man mit Uhren nicht sehr konstante und auch hohe Renditen erzielen kann. Und genau deswegen habe ich für euch 5 super Beispiele rausgesucht, wo sich Uhren innerhalb von nur wenigen Jahren bis zu 150% im Wert gesteigert haben. Nach den 5 Beispielen gehe ich auch noch auf die Punkte ein, die viele dabei aber oft einfach ausblenden oder vergessen. Und ganz zum Schluss gibt es noch meine persönliche Meinung zum Thema Uhren als Investment. Wenn ihr euch für das Thema Luxusuhren interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren und auch gleich die Glocke drücken, damit ihr zukünftig sofort eine Nachricht bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Hier gibt es jeden Sonntag um 20 Uhr interessante Videos zum Thema Luxusuhren in Deutsch und in erstklassiger Qualität. Und wenn ihr auch eure Freunde über das Thema Uhren als Investment aufklären wollt, dann teilt ihnen doch einfach dieses Video. Als erste Uhr haben wir uns direkt für die Rolex Daytona mit Keramiklünette Referenz 116-500 LN entschieden und ja, Daytona, ich probier's. Diese ist tatsächlich eine der Uhren mit dem größten Gewinn, gemessen an der Größe des Investments und eine der größten Wertsteigerungen in kurzer Zeit. Wer seine Daytona direkt nach der Vorstellung 2016 dann im Juni oder Juli zum Listenpreis von 11.300 € bekommen hat, konnte sie damals direkt für 15.000 € weiterverkaufen, eine Sofortrendite von fast 33%. Und wer die Uhr erst heute zum immer noch gleichen Listenpreis kauft oder damals noch gewartet hat, der bekommt heute ganz locker 19.000 € oder im perfekten Zustand sogar über 20.000 € für seine Daytona. Also mindestens 68% an Wertzuwachs in 2-3 Jahren oder eben runtergerechnet 20% aufs Jahr. Sagen muss man dazu noch, dass die Variante mit weißem Blatt immer etwas höher gehandelt wird als die mit dem schwarzen, bei gleichem Listenpreis. Weiter geht's mit einer absolut ikonischen Uhr, der Royal Oak in der Variante 15400. Zu dieser Uhr muss gesagt sein, der Listenpreis von 17.900 € ist auch heute noch eher ein Verlustgeschäft, denn gebrauchte Uhren bringen etwa 16.000 € zurzeit ein. Aber der Marktpreis für die gebrauchten Modelle der Uhr hat sich die letzten Jahre doch sehr beeindruckend entwickelt. Wer Anfang 2016 eine Royal Oak gebraucht gekauft hat, musste damals auf dem Graumarkt für eine Uhr ca. 11.800 € hinlegen und bekommt dafür eben die vorher schon genannten 16.000 € beim heutigen Verkauf. Das sind dann knapp 36% in 3 Jahren oder eben 10% im Jahr. Eine schier unglaubliche Wertentwicklung hat die grüne Rolex Submariner 116-610 LV, Spitzname Hulk, hingelegt, die ich hier übrigens auch gerade am Handgelenk trage. Mir hat ein Kollege, der im Grauhandel tätig ist, verraten, dass er noch vor einigen Jahren 4 Stück davon im Lager hatte und seine Sorge war, dass er diese nicht losbekommt. Anfang 2014 wurde die Uhr für etwa 6.500 € gehandelt, bei einem Listenpreis von 8.200 €. Man musste also am besten gebraucht einkaufen für einen guten Deal. Heute macht man so gesehen einen saumäßig guten Deal, wenn man diese Uhr zum Listenpreis kauft. Ihr Marktwert hat sich inzwischen auf fast 12.000 € hochkatapultiert, im gebrauchten Zustand wohlgemerkt. Neu wird diese Uhr auch schon jenseits der 13.000 € online gefunden. Eine Sofortrendite von 46% für das gebrauchte Modell also. Selbst Modelle von 2014 erzielen regelmäßig noch hohe Preise in der Region von 11.500 €. Wer also 2014 6.500 € für seine Hulk gezahlt hat, hat eine Rendite von bis zu 77% in nur 5 Jahren erzielt oder eben 12% im Jahr. Ein großer Teil des Wertzuwachses ist allerdings in den letzten 12 Monaten geschehen, nämlich knapp 44%. Was allerdings der Haken an der ganzen Sache ist, erfahrt ihr auch gleich. Jetzt geht es nämlich erstmal weiter mit der Rolex Datejust 16013. Das ist jetzt eine eher langfristigere Betrachtung und auch kein immenser Wertzuwachs, aber eben auch ein interessantes Beispiel. Eher zufällig hat mich ein guter Freund nämlich vor ein paar Wochen nach dem Wert der Uhr gefragt, die hat er bei sich zu Hause gefunden und das war eben diese Datejust 16013 aus 1990. Der Grund, wieso dieses Beispiel so interessant ist, weil eine Datejust normalerweise eher nicht als Uhr mit gutem Wertzuwachs gesehen wird. Damals hat der Besitzer für diese Uhr 2.900 D-Mark gezahlt, also einen Rabatt auf den damaligen Listenpreis von 3.250 D-Mark.
Heute wären diese 2.900 D-Mark inflationsbereinigt ca. 2.400 € wert. Die Datejust aber findet man auf Online-Marktplätzen heute für Preise zwischen 4.000 und 5.000 €. Selbst wenn man da noch eine Toleranz von 10% abzieht, landen wir bei 3.600 bis 4.500 € und das entspricht einer Rendite im schlechtesten Fall von immer noch 50% in 29 Jahren, also ca. 1,5% im Jahr, allerdings schon inflationsbereinigt oder eben 3% ohne die Inflation zu berücksichtigen. Zum Schluss kommt noch einer der beeindruckendsten Wertzuwächse und das trotz wirklich hohem Listenpreis. Die Rede ist natürlich von der Patek Philippe Nautilus 5711. Diese Uhr wurde bis 2017 zu einem Listenpreis von 22.344 € angeboten. Noch 2014 konnte man diese Uhr gebraucht aber auch schon für etwa 20.000 € erwerben. Heute ist die Situation komplett umgekehrt. Wer eine neue Nautilus sein eigen nennen möchte, zahlt jetzt mindestens 55.000 € auf dem freien Markt. Wer sie damals gebraucht gekauft hat, bekommt heute immer noch um die 50.000 € für seine Nautilus und hat somit eine Rendite von bis zu 150% in 5 Jahren erzielt oder eben 20% pro Jahr. Auch Patek Philippe hat das offensichtlich gemerkt und den Listenpreis im letzten Jahr direkt um 20% auf 26.810 € für die Nautilus angehoben. Wer heute so eine Uhr für diesen Preis bekommt, erzielt aber bei einem Verkauf von 55.000 € trotzdem eine Sofortrendite von unglaublichen 105%. Okay, jetzt denken vielleicht viele unter euch, jawohl, ich kaufe mir sofort eine Uhr und werde reich. Leider muss ich euch da aber jetzt etwas bremsen, denn jetzt kommen 4 Faktoren, die die meisten Leute oft komplett übersehen. Nummer 1, die lange Frist wird nicht beachtet. Im Moment boomt der Uhrenmarkt und die Werte der Uhren gehen absolut durch die Decke. Und damit hätte, glaube ich, vor ein paar Jahren auch niemand gerechnet. Aber bei aller Liebe zu den Zeitmessern, was in 20 bis 30 Jahren ist, kann einfach niemand sagen. Das ist zwar auch bei Immobilien jetzt nicht anders, aber ich denke, die Leute werden doch eher auf Luxusuhren als auf Immobilien verzichten, wenn es wirtschaftlich mal wieder richtig kracht. Nummer 2. Ihr müsst erstmal an die Uhren zum Listenpreis drankommen. Rolex, Audemars Piguet oder eben auch Patek Philippe Händler bekommen nicht einfach Unmengen dieser begehrten Modelle, sondern nur sehr, sehr, sehr wenige. So kommt im Übrigen auch der teilweise eben sehr hohe Marktpreis zustande. Das heißt, wenn ihr an solche Uhren drankommen wollt, braucht ihr erstmal vor allem eins, und zwar eine gute Beziehung zu so einem Händler. Und guess what? Die endet meistens dann, sobald ihr so eine Uhr direkt weiterverkauft für den schnellen Profit. Kein besonders langfristiges Modell also. Tipps, wie ihr allerdings als echte Liebhaber an Uhren zum Listenpreis kommt, findet ihr übrigens im jetzt oben eingeblendeten Video. Nummer 3. Man muss sich sehr gut auskennen. In die Zukunft schauen kann gar niemand, aber besonders bei Uhren muss man den Markt einfach sehr gut kennen, um damit erfolgreich spekulieren zu können. Denn Weiterverkäufer bekommen eben, wie gerade erwähnt, nicht einfach die ganzen Stücke zum Listenpreis für den schnellen Gewinn und dann kann man sich eigentlich auch gleich mit ETFs oder Immobilien beschäftigen. Nummer 4. Revisionen kosten auch Geld. Die Rendite kann nämlich sehr schnell kaputt sein, wenn eine Uhr nicht richtig gepflegt wird. Jetzt ist eine Revision bei zum Beispiel Rolex meistens erst so nach 7 bis 10 Jahren fällig. Diese kostet aber auch gleich 500 bis 1.000 €, bei Patek Philippe und Audemars Piguet entsprechend sogar noch deutlich mehr. Diese Revisionen steigern zwar auch gleich wieder den Wert der Uhr etwas, pflegt man seine Uhr aber nicht, kann eine Revision auch gleich mal 4.000 € kosten. Das ist dann natürlich eher schädlich für die Rendite. Zum Thema Pflege und Revision kommt aber auch bald noch etwas von mir. Am Schluss gibt es jetzt, wie versprochen, noch meine Meinung zum Thema Investment. Um es ganz kurz zu sagen, wenn ihr investieren wollt, sucht euch eine andere Möglichkeit. Unterm Strich gibt es nämlich viele und vor allem einfache Wege und das auch mit deutlich weniger Kapitaleinsatz. Für mich haben die Uhren vor allem einen emotionalen Wert. Sie erinnern mich an meine Meilensteine und daran, dass ich einige dieser eben auch schon erreicht habe. Es ist dann natürlich noch ein Riesenbonus zu wissen, dass ich im Notfall mein Geld nicht kaputt gemacht, sondern sogar noch vermehrt habe. Im Übrigen habe ich auch schon weniger getragene Modelle verkauft, um eine neue Uhr wieder zu finanzieren. Aber für mich wäre bei einem Notverkauf der persönliche Wertverlust viel größer als der monetäre Gewinn. Jetzt interessiert mich aber auch noch eure Meinung. Wie steht ihr zu dem Thema Uhren als Investment? Habt ihr vielleicht schon ganz andere Erfahrungen gemacht als ich? Schreibt es mir in die Kommentare und wenn euch mein Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.